Für unsere erste Skandinavienreise hatten wir uns im Vorfeld nur 2 Ziele überlegt. Wir wollten in 6 Wochen auf Varanga sein und mit dem Frühling in den Norden fahren. Begrüßt wurden wir mit Nebel und tief hängenden Wolken. Die erste Sonne zeigte sich nach wenigen Tagen und verzauberte die Landschaft. Über die Nordseeroute und Stavanger ging es direkt zu unserem ersten Ziel, dem Preikestolen. 604 Meter über dem Fjord befindet sich dieses berühmte Felsplateau mit einer grandiosen Aussicht. Und wenn man diesen Felsen weitgehend für sich haben möchte, dann kann man gerne 2 Stunden vor Sonnenaufgang die Wanderung beginnen. Apropos Sonnenaufgang, den hatten wir glücklicherweise in dieser Jahreszeit noch und wir konnten so die Landschaft, wenn wir früh unterwegs waren, in einem wunderschönen Licht erleben. Den Gletscher Bonduskalen erreicht man nach einer 3 Kilometer recht gemütlichen Wanderung. Auch hier waren wir wieder fast allein unterwegs. Die Gletscherzunge 300 Meter oberhalb des Sees war heute nicht unser Ziel. Gerade noch bei den Gletschern waren wir jetzt im Frühling angekommen. Auf den letzten Kilometern vor Bergen verzauberte die aufgehende Sonne die Landschaft und wir kamen bei frühlingshaften Temperaturen in Bergen an. Als wir Bergen nach 2 Tagen verlassen, ändert sich das Klima merklich. Vorbei an noch teils zugefrorenen Seen geht es über Serpentin hinauf auf das noch zugeschneite Hochplateau des Dölzheimer Gebirges. Wir durchfahren eine wunderschöne Schneelandschaft, aber auch hier oben auf der Hochebene erkennt man schon die ersten Frühboten des Frühlings. Unser nächstes Ziel ist der Jostedalsbreen Nationalpark. Er beherbergt den größten Gletscher auf dem europäischen Festland mit einer Fläche von 480 Quadratkilometern und einer Dicke bis zu 600 Metern. Dort genießen wir das Licht am späten Nachmittag und die wunderschöne Landschaft, die wir wieder für uns komplett alleine haben. Über die Berge und dem Geiranger Fjord geht es zu unserem nächsten großen Ziel. Die nächsten 3 Tage verbringen wir auf der Vogelinselrunde. Direkt neben dem Campingplatz startet der Rundweg über die Insel. Als erstes erreichen wir die Brutkolonie der Bastölpel. Von dort geht es weiter entlang der Raubmöwen, die ihr Revier vor überfliegenden anderen Raubmöwen schützen, bevor wir dann bei dem großen Highlight der Insel ankommen. Jeden Abend gegen 18 Uhr kommen tausende Papageientaucher von der offenen See zurück zu ihrem Brutgebiet. Von den Seeadlern werden sie schon erwartet, denn sie erhoffen sich hier eine schöne Beute. So oft schon fotografiert und immer wieder ein Highlight und das auch bei jedem Wetter. Es gab nur wenige Momente, in denen sich die Sonne gegen die dicken Wolken durchsetzen konnte. Das Licht war dann fantastisch. Meist war der Wind jedoch so stark, dass selbst der Wasserfall die entgegengesetzte Richtung einnahm. Weiter ging es für uns über die Atlantikstraße. Der eigentliche Straßenabschnitt ist nur 8,3 Kilometer lang und führt spektakulär über 8 Brücken, die kleine Inseln und Schären miteinander verbinden. Einige Tage später dann der glückliche Moment. Wir sehen unseren ersten Elch, direkt am Straßenrand im Garten eines verlassenen Hauses. Wir erreichen Torgarten kurz vor 21 Uhr
und entscheiden uns noch, das berühmte Felsloch zu durchwandern. 35 Meter hoch und 20 Meter breit. Bei nicht gerade dem besten Wetter starten wir unseren letzten Abschnitt Richtung Bodo. Mit der Fähre passieren wir den Polarkreis und übernachten direkt vor dem Svartisen-Gletscher. Nach kurzer Zeit lichten sich die Wolken und wir haben einen wunderschönen Blick auf die Gletscherzunge. Nach 4 Wochen ist es dann soweit. Wir erreichen Sakresø auf den Lofoten und damit eines der bekanntesten Fotomotive in Norwegen. Wir sind begeistert von der Abwechslung. In einem Moment ragen schneebehangene Berge aus dem Meer, alte Fischerdörfer mit ihren roten Häuschen säumen die Küstenlinie und kurz darauf erleben wir weiße Strände wie in der Karibik. Die Lofoten wirken wie ein Magnet auf die Touristen und dennoch finden wir immer wieder einen ruhigen Spot für die Nacht. Auch die Tierwelt auf den Lofoten wird reichhaltiger. Über den Brachvogel im Brutgebiet, die Eiderente entlang der Küste, die Grillleiste im Hafenbecken, der Ohrentaucher auf einem kleinen Tümpel oder der Singschwan, der sich gerade einen Brutplatz sichert. 2 Abende haben wir sie gesucht und dann konnten wir die Elche beim Grasen und Trinken beobachten. Für Abwechslung ist gesorgt. Flache Feuchtgebiete auf der Insel Gimsøya und kurz darauf auf dem Weg nach Henningsvær leuchtet das Meer türkis durch das einfallende Sonnenlicht auf den weißen Strand am Meeresboden. An den Abenden fahren wir an der Westküste weiter nach Norden, bis wir die Insel Andøya erreichen. Wir folgen der einsamen Küstenstraße, als sich am späten Abend doch noch einige Sonnenstrahlen durch die dichte Wolkendecke kämpfen. Schneehühner schrecken auf, als wir mit dem Auto vorbeifahren und fliegen davon. Wir können gerade noch sehen, wie das Männchen in einiger Entfernung auf der Straße landet. Auch unseren ersten Schneehasen entdecken wir im Gebüsch. Schließlich erreichen wir einen kleinen, stillen See, eingebettet am Rand der Moorlandschaft. Und dort erwartet uns ein ganz besonderes Highlight. 2 Eistaucher ziehen ruhig ihre Bahnen über die spiegelglatte Wasseroberfläche. Am 17. Mai, dem Nationalfeiertag Norwegens, erreichen wir die Nordspitze Andøyas. Für uns ist heute ein besonderer Tag, denn es geht 2-mal raus mit dem RIP zum Blake Canyon. Auf die erste Sichtung müssen wir nicht lange warten. Ganz ruhig liegt der Pottwal im Wasser, atmet, gleitet langsam weiter und irgendwann hebt sich sein Körper und mit einem perfekten Flugenschlag taucht er in die Tiefe ab. Am Nachmittag bei Windstille und fast perfekten Bedingungen wartet noch ein ganz anderes Ereignis auf uns. Einer der Pottwale schwimmt direkt auf uns zu und taucht unter dem Schlauchboot durch. Ein Moment, wo nicht nur uns, sondern auch unserem Skipper das Herz in die Hose rutschte. Über die Küsten- und Berglandschaft der Insel Senja fahren wir in das schön gelegene Örtchen Sommarøy. Hier warten gleich 2 Überraschungen auf uns. Zum einen lieben wohl die Schneehühner die Hügellandschaft um den Ort und wir können an 2 Abenden eine Sumpforeule beobachten. In großen Schritten geht es nun weiter nach Norden. Für den Frühling sind wir zu schnell unterwegs, dafür begeistert uns die Winterlandschaft oberhalb des Polarkreises. Auch wenn man hier im hohen Norden eher nach dem Polarfuchs Ausschau hält, freut man sich über diese Sichtungen.
Wir sind mittlerweile 40 Tage unterwegs und ein schöneres Wetter hätten wir uns für die heutige Etappe nicht aussuchen können. Nach einigen tollen Tierbegegnungen und wunderschönen Aussichten erreichen wir kurz vor Mitternacht das Nordkap. Wir verbringen noch einige Zeit in der Küstenregion und auf den Hochebenen rund um das Nordkap. Nach 5 Tagen, es ist nun Ende Mai, erreichen wir die Halbinsel Varanga. Hier und in Sorvaranga, südlich von der Halbinsel Varanga zwischen Russland und Finnland gelegen, wollen wir die nächsten 4 Wochen verbringen. Eine erstaunlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass wir für die gesamte Reise hierher bisher 6 Wochen unterwegs waren. Und doch fühlt es sich völlig richtig an. Schon bei der Planung stand fest, hier wollen wir bleiben, den arktischen Frühling erleben, die besondere Tierwelt beobachten und vor allem zur Ruhe kommen. Auch wenn das bei der Vielzahl der Möglichkeiten doch wieder in den Hintergrund gedrängt wurde. Egal ob verschiedene Entenarten, wie die Prachteiderente oder die Spießente, Limikolen im Prachtkleid, die Seeadler entlang der Küste, das rotsternige Blaukehlchen, die Rotdrossel und auch seltene Sichtungen wie den Rotkehlpieper. Schnell war klar, hier gibt es viel zu entdecken. An den wenigen Tagen, wo die Sonne schien, war es gar nicht so einfach, tagsüber zu fotografieren. Umso schöner war es, wenn die Tiere auch nachtaktiv waren. So konnten wir den Sterntaucher und die Eisenten auch nach Mitternacht noch fotografieren. Durch die Zeit, die wir auf Varanga verbracht haben, hatten wir auch die Möglichkeit, zum Ende unseres Aufenthalts einige der Vögel schon bei der Aufzucht ihrer Jungtiere beobachten zu können. Häufig zu sehen war auch das Odinshühnchen, immer agil und durch seine geringe Fluchtdistanz sehr schön zu fotografieren. Die Rotschenkel hatten einiges damit zu tun, die Fotografen und Touristen aus ihrem Brutgebiet fernzuhalten und scheuten sich dabei auch nicht, auf die Menschen zuzufliegen. Die Brutkolonie der 3 Zehennmöwen haben wir mehrfach besucht. Zum einen ist es ein schönes Wandergebiet und zum anderen macht es Spaß, bei der Brut und dem nicht immer ganz freundlichen Verhalten untereinander zuzuschauen. Deutlich aggressiver und angriffslustiger war dagegen die Schmarotzer-Raubmöwe. Nicht nur, dass sie die Eier der brütenden Möwen klauten, sondern sie hatten auch überhaupt kein Problem, auf die Menschen direkt zuzufliegen. Auch beim Regenbrachvogel sah die Raubmöwe eine mögliche Beute. Glücklicherweise hat sie heute das Küken jedoch nicht erwischt. An einem regnerischen Abend, wir waren gerade mit dem Auto unterwegs, da sahen wir ihn. Der Polarfuchs lief gerade den Hang hinauf. Was ein schöner Zufall. Die Kampfläufer waren einer der Hauptgründe, warum wir Varanga unbedingt Ende Mai, Anfang Juni besuchen wollten. Die Balzzeit ist für diese Vogelart etwas Spektakuläres. Die sonst so schlichten Männchen durchlaufen eine erstaunliche Verwandlung und erscheinen in einem komplett neuen Federkleid. Im Moment ruhen sie sich auf dem Kampfplatz aus. Sobald aber sich ein Weibchen zeigt, wird es richtig spannend, denn dann beginnt der eigentliche Wettkampf. Die Entscheidung liegt allein bei ihr. Wer den besten Eindruck hinterlässt, bekommt die Chance zur Paarung.
Die Vogelinsel Hornøya ist ein absolutes Highlight. Man erreicht sie per Boot von Vardø. Und ganz ehrlich, wir waren komplett überfordert mit der Masse an Vögeln, die uns hier begegnete. Direkt am Landesteg warten auf einen schon die Krähenschaben, Trottellum und Turdalke. Tausende von 3-Zehnmöwen und Papageientaucher befinden sich auch auf der Insel. Es waren die Porträts, die Details und die Interaktionen, die uns am Ende am meisten begeistert haben. Nach einem kurzen Regenschauer ging es auf die andere Seite der Insel zum Leuchtturm. Dort befinden sich die Papageientaucher. Wir hatten nochmal einen ganzen Nachmittag, an dem wir uns diesen photogenen Vögeln widmen konnten. Am späten Nachmittag ging es wieder zurück zum Landesteg. Die perfekte Gelegenheit für einige schöne Porträts bei tiefstehender Sonne. Wir verabschieden uns von Varanga und machen nun einen Sprung nach Finnland. In der Nähe von Ruka entdecken wir spontan ein Naturschutzgebiet, in dem wir das erste Mal ein Unglücksheer sehen und fotografieren können. Im Hintergrund hören wir immer wieder das Singen und wir waren auf der Suche nach diesem ganz besonderen Vogel. Und dann hat es endlich geklappt, der Blauschwanz. Er brütet eigentlich in den Taiga-Wäldern, ist aber an der russischen Grenze vereinzelt zu hören und zu sehen. Spontan haben wir uns dazu entschieden, dieses Hide in der Nähe von Kuusamo für einen Abend zu buchen. An der russischen Grenze gibt es Braunbären. Diese wollten sich aber heute nicht zeigen. Auch an einem zweiten Abend hatten wir kein Glück. Dafür sorgte dieses Seeadlerpärchen für etwas Abwechslung. Lange hat er gewartet. Nun doch noch ein letzter Blick und dann holt er sich die Beute. Der Seeadler verabschiedet sich und es bleibt nur noch die Möwe im letzten Abendlicht. 200 Kilometer weiter südlich nehmen wir einen neuen Anlauf. Hier verbringen wir 2 Nächte. Der Rotfuchs ist das erste Raubtier, das sich für die Beute interessiert. Der Bodennebel schafft dabei eine fantastische Atmosphäre. Auch der Vielfraß lässt nicht lange auf sich warten. Er ist gar nicht so leicht zu fotografieren, da er stetig in Bewegung ist. Und dann doch, gegen 22 Uhr, die Sonne ist schon lang hinter den Bäumen verschwunden, da zeigt sich der Braunbär. Am Maul gekennzeichnet durch einen Kampf, aber wunderschön. Wir machen wieder einen großen Sprung auf die schwedische Ostseeinsel Öland. Neben vielen Vögeln findet man dort insbesondere auch einige Robbenkolonien. Wir hatten das Glück, die Tiere an einem windstillen Abend bei einem wunderschönen Sonnenuntergang beobachten zu dürfen.
Um die besten Plätze wird gerangelt und dabei fällt man auch mal ins Wasser. Und mit diesen Bildern geht unsere erste Skandinavienreise zu Ende.